Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Wunderland-Update. Heute mit ganz besonderen Themen. Es gibt eine Flugzeugtaufe, die wir euch zeigen. Wir haben die Aldebaran gebaut für Monaco. Da haben wir es auch begleitet mit der Kamera. Und natürlich, heute ist großer EM-Finaltag. Und da wollen wir euch mal zeigen, was wir die letzten 4-5 Wochen so während der EM gemacht haben. Aber auch, wie wir uns darauf vorbereitet haben. Viel Spaß! Auch wir hier haben natürlich EM und der Modellbauer ist immer total begeistert, wenn wir dann die Anlage umschmücken dürfen. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit, wie wir da dann rangehen. Klar wollen wir dann alle EM-Teilnehmer zeigen, das heißt, ein bisschen was haben wir im Fundus, weil die meisten Länder wiederholen sich einfach. Aber die Neulinge, die dann sich dann neu dazu qualifiziert haben, da drucken wir uns dann Fahnen aus, schneiden die dann zurecht, machen schöne Wimpel, machen viele Fähnchen, damit dann wirklich alle auf diesen Fanfesten vertreten sind. Das ist uns besonders wichtig. Ja, jetzt suche ich eine schöne Figur, der wir mal das neue Auswärtstrikot der Deutschen anziehen können. Spannend ist es, dass ja dieses Jahr auch in Hamburg tatsächlich gespielt wird. Das heißt, wir haben dann auch unser Stadion oben auf EM umgeschmückt, also relativ neutral, und haben dann versucht, möglichst die Nationalitäten, die in diesem Stadion dann gegeneinander gespielt haben, deutlich mehr zu vertreten als anderswo. Hier hast du noch Spielermaterial. Ah, super, danke. Ja, so schade, dass wir schon im Viertelfinale ausgeschieden sind. Ich war dann ja für Holland auch ausgeschieden. Deswegen muss ich mal schauen, was heute Abend ist, England oder Spanien. Hauptsache, es wird ein mega gutes Spiel, bestenfalls mit Elfmeterschießen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll. Kommen wir zu einem anderen Thema. Was fällt euch denn zu dem Wort Ringelsocke ein? Oder Ringelpulli, Zuckerstange? Es ist ja irre, dass ein Flugzeug es schafft, so viele markante Wörter zu bilden, was man damit assoziiert mit einem Design, das inzwischen um die Welt gegangen ist. Da war es für uns klar, wir bauen eine neue A321 Neo. Wir nehmen die Condor mit diesem berühmten Design, damit es hier auch im Wunderland stattfindet. Und da waren wir bei der Taufe dabei. Kommen wir von der Luft zum Wasser. Die Aldebaran, ein ganz berühmtes Forschungsschiff. Das passt für uns wie die Faust aufs Auge. Wir haben Monaco gebaut. Es hat den Heimatort Hamburg, liegt aber meistens vor Monaco, ist so das Sprachrohr der Meere, sagt man. Ein ganz, ganz, ganz tolles Schiff. Und das hat Holger beleuchtet und Tanja gebaut. Schaut selbst. Ich habe das Schiff am Computer gezeichnet, was relativ komplex war. Ein Schiffsrumpf ist nicht so einfach zu zeichnen, weil es sehr viele verschiedene Formen hat und ineinander übergehen muss. Sven hat es dann für mich am 3D-Drucker ausgedruckt und ich konnte anfangen zu färben. Erstmal eine Grundierung aufgetragen und dann das typische Aldebaran Gelb lackiert. Für den Schriftzug der Aldebaran, für die Namensgebung, habe ich mir eine Folie drucken lassen, damit ich dort dann einfach nur noch drüber sprühen muss und es dann einen scharfkantigen Schriftzug gab. Zum Schluss habe ich das alles lackiert und ich konnte mit dem Ausschmücken anfangen. Ja, Tanja aus dem Modellbau, die kam auf mich zu mit der Aldebaran und fragte mich, ob ich die denn beleuchten könnte. Ja, ich habe ja schon das eine oder andere Objekt hier im Wunderland beleuchtet und dachte, ja, das kriegen wir hin.
Ich habe dann aber im Verlauf festgestellt, so einfach ist das gar nicht mit der Aldebaran, denn ja, es ist ein Segelschiff und damit hat es einen sehr hohen Mast und irgendwie musste ich versuchen, die LEDs, die am Mast verbaut sind, so zu verstecken, dass der Gast die nicht sieht. Und es sind ein paar LEDs da dran an diesem Schiffchen. Um die da überhaupt anzubauen, habe ich natürlich den Hersteller gefragt. Der kam auch her und hat mir gezeigt, wo, an welcher Position, welche LED, welches Licht im Original sitzt. Und so habe ich dann versucht, halt eben so originalgetreu wie möglich, die LEDs für Backbord, Steuerbord ist klar, und natürlich auch die anderen Positionslichter, Arbeitslicht und, so zu positionieren, wie es auch im Original ist. Und das Ergebnis, das kann man dann natürlich super bei uns hier in Monaco sehen. Das ist ein so wunderbares und wichtiges Schiff. Es betreibt so viel Forschung. Und genauso wichtig ist auch unser Grundgesetz. Das ist 75 Jahre alt geworden. Und es gab große Feierlichkeiten in Berlin. Und es war für uns eine ganz tolle Überraschung, dass wir einen Anruf gekriegt haben, ob wir unsere Geschichte der Mauer sozusagen, unsere Sonderausstellung, dafür nach Berlin bringen können, damit sie da zum Grundgesetzgeburtstag gezeigt wird. Und das war toll. Hier oben bei uns im 4. Stock war es im Mai für einige Tage komplett verwaist. Die Ausstellung Die geteilte Stadt ist nämlich nach Berlin gegangen. Wir hatten die große Ehre, dass wir anlässlich der 75-jährigen Feierlichkeiten zum Grundgesetz von der Bundesregierung eingeladen wurden, diese Ausstellung in Berlin zu zeigen. Und es war für uns natürlich eine wahnsinnig große Ehre, dass wir an diesem bedeutenden Tag für ganz Deutschland dabei sein konnten und einen Teil der deutschen Geschichte vor Ort zeigen konnten. Da hatten wir dieses Zelt, Sönke, Tino waren vor Ort und es waren über die beiden Tage viele, viele tausend Besucher da und die Reaktionen waren einfach überwältigend. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das bedeutet, dass jede und jeder von uns eine eigene Würde besitzt und dieses Grundgesetz ist dazu da, diese Würde im Zusammenleben der Menschen zu schützen. Deswegen ist es auch, glaube ich, und glauben auch die Kolleginnen und Kollegen vom Miniatur Wunderland so wichtig, dass wir dieses Grundgesetz richtig groß, ausführlich feiern. Ja, moin moin, das ist eine ganz super Ausstellung. Wir sind hier mitten in Berlin und haben hier ein kleines Stück Hamburg nach Berlin gebracht. Und ich glaube, das repräsentiert Hamburg wunderbar, weil das Miniatur Wunderland eins der Aushängeschilder von Hamburg ist. Und da natürlich ganz super Hamburg, aber auch die Geschichte hier zur Geltung kommt. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das hätten wir als Nationalmannschaft ja auch so gerne gesagt. Jetzt drücken wir einfach jemand anderem heute Abend die Daumen. Wer es auch immer ist, das entscheidet ihr natürlich selbst. Ich freue mich auf ein tolles Finale. Möge der Bessere gewinnen und ihr bleibt hoffentlich gesund und freut euch aufs nächste Update. Macht's gut. Tschüss.